Elias! Elias, wohin gehst du? Hey. Hier kann man uns nicht hören. Also, was machen wir jetzt? Was? Wir verlieren auf jeden Fall nicht den Kopf, so wie du es gerade tust, okay? Hey! Das Einzige, was sie gegen uns in der Hand haben, sind diese blöden Fingerabdrücke. Das ist doch nichts Außergewöhnliches. Sie wissen aber auch, wann wir das Auto im Moor versenkt haben. Und für diese Zeit haben wir kein Alibi. Olivia, das hast du gerade selbst gesagt. Ja, beruhig dich. Aber das stimmt auch nicht ganz. Wir waren zu Hause. Ohne Zeugen. Okay? Aber auch das ist nichts Außergewöhnliches. Die meisten Leute sind alleine, nachts zu Hause, ohne Zeugen. Ja, kann sein. Ja? Hey, wir bleiben einfach bei unserer Aussage. Und vor allem bleiben wir ruhig und unauffällig. Okay? Die sind echt lecker, oder? Weißt du eigentlich, wann du wieder aus München zurück bist? Der Verein wollte nur noch ein paar organisatorische Sachen klären. Also, wenn alles passt, dann nehme ich den letzten Zug. War das eigentlich okay bei der Polizei? Ja. Sie haben Olivia nur ein paar Routinefragen gestellt. Du kannst mir alles sagen, das weißt du, oder? Olivia, schau mal, ist der süß. Hallo. Darf ich den streicheln? Ja, klar. Hallo. Hi, servus. Oh, guck mal, diese Knopfaugen. Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Hundeliebhaber bist. Ja, jetzt weißt du's. Oh, guck mal, wie süß. Knopfaugen, kleine Tatzen. Ja, eine kleine Schnuppernase. Das ist jetzt direkt bei mir, oder? Ich wollte schon immer einen Hund haben. Dankeschön. Sehr gerne, habt einen schönen Tag. Ebenso, danke. Gleichfalls. Hätte Vater nie erlaubt. Okay. Dann haben wir irgendwann einen, wenn es möglich ist. Willst du etwa auch einen? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber... Ja, warum nicht? Das wäre voll süß. Wir beide, ein Hund. Ich habe nur leider im Mietvertrag unterschrieben, dass ich keine Haustiere habe. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Hundefan bist. Aber das kriegen wir schon hingesprochen. Hey! Hey. Kopfschmerzen? Ja, leider. Es tut mir leid. Wahrscheinlich nur das Wetter. Und bei dir? Könnte gar nicht besser laufen. Ich konnte mich sogar noch mit Elias verabreden, bevor ich nach München muss. Hättest du nicht schon längst unterwegs sein müssen? Ja, aber der Verein hat den Termin eine Stunde nach hinten verlegt. Sonst hätten wir uns auch nicht treffen können. Was natürlich furchtbar gewesen wäre. Und wie? Weil ihr euch ja zuletzt heute früh gesehen habt und auch erst am Abend wiederseht. Ja. Und das ist noch lange nicht genug. Entschuldige, das ist wahrscheinlich nicht so toll, wenn ich jetzt über meine Beziehung rede. Während Vincent sich nicht meldet. Ach du, hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich freue mich schon sehr, dass du so glücklich bist. Das bin ich wirklich. Wenn sich das mit Vincent und dir jetzt noch klärt. Ach du, mach dir da mal keinen Kopf. Das wird schon wieder. Kümmer du dich mal um München. Hast ja recht. Tut mir leid, aber ich muss jetzt auch los. Ich habe noch was anderes zu tun. Aha. Was denn? Das kann ich noch nicht sagen, aber es hat was mit einer Überraschung für Elias zu tun. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Bis dann. Bis dann. Sag mal, was machst denn du heute Abend? Ich wollte mich eigentlich mit Leo treffen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er es rechtzeitig aus München schafft. Und wenn nicht, hast du vielleicht Lust auf Kino mit mir? Können wir machen. Wenn nicht, Mach dir nicht so viele Sorgen, okay? der Anwalt.
Geh dran. Was will der denn von mir? Geh einfach dran. Hallo? Ja, Jakobi hier. Hallo, Herr Jäckel. Was? Wieso? Meine Schwester war doch schon da. Ja, okay. Ich verstehe. Okay, gut. Dann sehen wir uns vor Ort, Herr Jäckel. Auf Wiedersehen. Du musst noch mal zur Polizei, oder? Ja. Okay. Hey, alles gut. Kein Grund zur Panik. Wie wir besprochen haben, wenn wir bei unserer Aussage bleiben, kann uns nichts passieren. Und was ist, wenn die mich ins Kreuzfeuer nehmen? Wir sind hier nicht bei irgendeinem Vorabendkrimi, okay? Die stellen dir einfach nur ein paar Fragen. Und was ist, wenn ich irgendeinen Mist erzähle? Okay, das wäre blöd. Aber Herr Jäckel ist ja die ganze Zeit bei dir, okay? Er übernimmt das Reden und du sagst nur das Nötigste. Ja? Hey, ist doch alles gut. Hey, Leo, das ging ja schnell. ja, ich musste nur einen Vertrag unterschreiben. Okay, aber hätten Sie dir den nicht auch einfach schicken können? An sich schon, ja, aber der Trainer wollte noch kurz mit mir reden und außerdem konnte ich so noch was in München klären. Was denn genau? Naja, ich hab dir ja von der Überraschung für Elias erzählt. Und naja, er wünscht sich einen Hund. Du hast jetzt aber nicht einen Hund gekauft. Nein, aber ich habe mit dem Vermieter gesprochen. Weil eigentlich steht im Mietvertrag, dass wir keine Haustiere haben dürfen, aber naja, er erlaubt uns einen Hund. Und seit wann genau wünschst du dir einen Hund? Ja, es geht ja nicht um mich. Es geht um Elias. Ja, das ist schon okay, aber ein Hund ist ja schon eher sowas wie ein Kind. Da sind ja beide involviert. Ja, aber ich habe ja nichts gegen Hunde. Ist doch ein super Trainingspartner. Und außerdem laufe ich dann ja eh jeden Morgen an den Isarauen. Kann ich ihn ja mitnehmen. Das stimmt natürlich. Elias wird sich sicher freuen. Mal sehen. Ich sag's ihm gleich. Mach das. Bis dann. Bis dann. Werner, du kannst unbesorgt sein. Katja und ich, wir sind ein super Team. Wir haben ja alles im Griff. Hör zu, du musst dich jetzt erstmal auf deine Reha konzentrieren und gesund werden, ja? Wir reden dann später. Ich rufe dich nochmal an. Ich muss los. Ciao. Herr Jacobi, haben Sie kurz einen Moment? Wenn es nichts Dringendes ist, Auf dem Weg zur Polizei? ich bin auch spät dran. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben. Nicht nervös werden. Und zur Not lassen Sie Ihren Anwalt sprechen. Und lassen Sie sich auf gar keinen Fall auf eine Befragung ohne Ihren Anwalt ein. Das ist in Ihrer Situation das Wichtigste. In meiner Situation? Das wird schon. Hast du den Verstand verloren? Sag mal, solltest du nicht auf dem Revier sein? Dann komme ich halt zu spät. Ist das so eine schlaue Idee? Jedenfalls schlauer als im Fugetti alles Prüfamt zu erzählen. Du brauchst es gar nicht erst zu leugnen, Olivia. Es tut mir leid. Es ist mir einfach Weißt du, was du damit angerichtet hast? Er hat gesagt, ich kann ihm vertrauen. Ach ja? Und woher weißt du das? Weil er es mir versprochen Du kennst den Typen doch kaum. Doch, Elias, er hat mir gesagt, ich kann ihm vertrauen. Jahrelang haben wir unser Geheimnis für uns behalten. Du hast mich beschworen, es Leo nicht zu erzählen. Und was machst du? Es tut mir leid. Ich kann einfach nicht mehr. Mann, ich kann nicht die ganze Zeit stark sein. Gut. Dann werde ich Leo jetzt auch erzählen. Elias. 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 Elias, bitte sag Leo nichts, okay? Das wird eure Beziehung nur belasten. Ach ja? So wie deine zu Fugetti?
Es ist mir rausgerutscht. Ja, und ich hätte es Leo schon längst sagen sollen. Ich will endlich ehrlich zu ihm sein. Hey, bitte. Hey! Alles okay? Also, was wolltest du mir sagen? Olivia und Elias Jacobi, richtig? Ja, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts des Mordes an ihrem Vater. Warte mal, das muss ein Irrtum sein. Jetzt sagt denen doch, dass ihr unschuldig seid. Sie halten sich bitte raus und Sie kommen bitte mit auf die Dienststelle. ist okay, Leo. Mach nur ihre Arbeit. Kommen Sie bitte mit. Sagen Sie, was war eigentlich vorhin mit den Jakobis los? Ja, das ist ja auch eine ganz schlimme Geschichte, ne? Das ist wirklich unter jedem Dach ein Ach. Da wird natürlich jetzt auch viel gequatscht, da muss man jetzt die Ermittlungen abwarten, aber wenn die abgeschlossen sind, dann muss sich der Fürstenhof positionieren. Und ich als Vertrauensperson... Oder aber es geht ums Erbe, meinte zumindest ein Kollege. Jetzt hört auf! Die beiden sind unschuldig, okay? Glaubt er das oder weiß er das? Das klärt sich bestimmt bald auf. Sie können doch die Kollegen nicht einfach vorverurteilen. Kennen Sie nicht den Satz? Im Zweifel für den Angeklagten? Doch. Also. Hey, ich bin's wieder. Meld dich mal, wenn du das hörst, okay? Ich mache mir echt Sorgen. Bis dann. Oh, Leo, da bist du ja. Hey, Wie geht's dir denn? Hast du was von Elias gehört? ich versuche ihn schon die ganze Zeit zu erreichen, aber ich gehe einfach nicht ran. Ja, vielleicht wird er noch vernommen und kann nicht telefonieren. Ich habe vorhin auch probiert, dich anzurufen. Ja, ich hab's gesehen, sorry, aber ich wollte, dass er mich erreichen kann, falls er es probiert. Bisschen Wasser. Gerne, ja. Ich meine, Erik und Peter reden auch schon darüber. Sie glauben wirklich, dass Elias und Olivia schuldig sind. Du darfst jetzt nicht auf das hören, was die anderen reden. Ja, grundlos hat die Polizei sie bestimmt nicht mitgenommen. Ich meine, was, wenn es stimmt? Ich dachte, ich kenne Elias, aber jetzt bin ich mir da gar nicht so sicher. Hat er mal was von seinem Vater erzählt? Ja, dass er aggressiv und cholerisch war. Jetzt hat Elias Angst, dass er auch so wird. Ich meine, wenn sein Vater ihn misshandelt hat, dann hat er doch ein Motiv, oder nicht? Ja, das ist schon möglich, aber natürlich reine Spekulation. Was glaubst du? Also, bis nicht das Gegenteil bewiesen ist, glaube ich ganz fest daran, dass Elias und Olivia unschuldig sind. Und das solltest du auch tun. Worin? Waren Sie nicht auch schon mal unschuldig in Untersuchungshaft? Ja, aber doch nicht wegen Mord. Hallo, Frau Sonnenbichler. Ich wollte nur kurz meine Schlüssel holen. Das ist aber schön. Wir haben uns nämlich alle schon große Sorgen gemacht. Ja, da müssen wir dann auch noch mal ein Gespräch anberaumen, ne? Mit der Geschäftsleitung. Uns geht's gut, danke. Das muss eine sehr, sehr lange Nacht gewesen sein. Jetzt müsst ihr erst mal zur Ruhe kommen. Hm? Hier ist Kaffee in der Kanne. Und da haben wir Apfelkuchen im Kühlschrank. Und jetzt setzt euch erst mal hin. Danke, Frau Sonnenbichler. Gerne. Ja. Wetten, dass die Kollegen alle denken, dass wir Vater umgebracht haben. Ja. Wahrscheinlich. Alle außer Frau Sonnenbichler. Ja, aber alle anderen. Genau davor hatten wir immer Angst. Wir beide wissen, dass wir unschuldig sind, ja? Wir schaffen das. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Gibt ja doch einiges zu klären. Ich werde natürlich meine Schicht am Gestüt nachholen. Macht dir darüber mal keine Sorgen. Setzt euch doch.
Also, ich wünsche euch beiden einfach, dass dieser Albtraum so schnell wie möglich vorbeigeht. Aber hier muss ich den Fürstenhof vertreten. Und wie geht's für uns weiter? Ja, das werden wir sehen. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen? Also, wir wurden dem Haftrichter vorgeführt und der sieht keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Wir müssen uns regelmäßig bei der Polizei melden, aber ansonsten können wir uns frei bewegen. Und ist es schon sicher, dass es ein Verfahren geben wird? Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Das war kein Mord. Es war Notwehr, ein Unfall. Bitte, Frau Saalfeld. Bitte glauben Sie uns. Wir wollen einfach unser normales Leben zurück und unsere Jobs machen. Was ich da glaube, spielt leider keine Rolle. Ich schätze euch beide sehr. Aber so wie es aussieht, habt ihr eine Leiche verschwinden lassen. Und die Hotelleitung, sie kann das natürlich nicht einfach ignorieren, dass ihr aktuell Hauptverdächtige in einem Mordfall seid. Deswegen haben wir auch beschlossen, euch vorerst zu beurlauben. Heißt was genau? Das gilt jetzt erstmal, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Eure Gehälter werden weiterbezahlt. Und du kannst auch in deinem Personalzimmer bleiben. Mehr kann ich leider gerade nicht für euch tun. Okay, danke. Wie geht's Leo? Er macht sich große Sorgen. Er hat auch schon ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Ich weiß. Er hat viele Fragen. Ich rede mit ihm. Danke, dass du gekommen bist. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe mich schon Sorgen gemacht. Konnte ich nicht. Die haben mir das Handy abgenommen. Warum hast du mir das mit deinem Vater nie gesagt? Wollte es, wirklich. Aber es ging nicht. Warum? Ich hatte Angst. Außerdem wärst du da Mitwisser gewesen. Wäre vielleicht besser gewesen. Dann hätte ich dir nämlich gesagt, dass du zur Polizei gehen musst. Bitte. Hör doch auf. Die denken doch sowieso, dass wir schuldig sind. Ja, jetzt! Weil du alle angelogen hast, Elias. Auch mich. Leo, ich wollte es dir gestern sagen, wirklich. Aber dann ist die Polizei reingekommen und hat uns mitgenommen. Das mit uns hat mir so viel bedeutet. Weißt du das eigentlich? Ich habe mich dafür geoutet. Ich hätte mit Fußball aufgehört. Leo. Nur um dann zu erfahren, dass du mir gar nicht vertraust. Bitte. Leo, bitte. Ich sag dir alles. Was willst du wissen? Vater war wie immer betrunken. Aber statt vom Fernseher einzuschlafen wie sonst, ist er zu Olivia. Er war so wütend. Warum? Ihr Anruf beim Jugendamt. Er hatte sofort gewusst, dass die anonyme Beschwerde von ihr kam. Und hat das Amt was unternommen? Ein paar Tage vom Unfall gab es einen Termin für ein Gespräch. Mir aber nicht. Und dann? Olivia hat angefangen zu schreien vor Angst. Ich bin zu ihr. Er hatte sie aus dem Zimmer gezerrt. Er war so brutal. Da habe ich ihn geschubst und er ist hingefallen. Dann ist er nicht wieder aufgestanden. Als uns klar war, dass er tot ist, da hat Olivia das Kommando übernommen. Wir haben ihn ins Auto gepackt und sind losgefahren. Ins Moor.
Olivia meinte, dass es am besten ist, wenn er einfach verschwindet. Sie wollte mich beschützen. Sie wollte nicht, dass mich das für den Rest meines Lebens verfolgt. Wir haben einfach gedacht, dass alles gut wird, wenn er nicht wieder auftaucht. Leo, es war Notwehr, verstehst du? Ich schwöre dir, ich wollte meinen Vater nicht umbringen. Warum sagst du nichts? Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Irgendwas. Der Vermieter in München erlaubt uns einen Hund. Eigentlich wollte er nicht, aber ich konnte ihn überzeugen. Wolltest du deswegen gestern mit mir sprechen? Ja. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob wir noch zusammenziehen. Leo, sag sowas bitte nicht, ja? Wer weiß, was die Polizei alles noch herausfindet. Wer weiß, vielleicht kommst du in den Knast. Woher soll ich das ist wissen? doch egal. Wichtig ist, dass du mir glaubst. Nach allem, was war. Nenn mir einen guten Grund, warum ich dir noch glauben sollte. Weil ich dich liebe. Ich bin kein Mörder, Leo. Warum hast du mir nie was gesagt? Weil ich Angst hatte. Vor mir? Davor, wie du reagierst, davor. Was es mit uns macht. Leo, wenn man so ein Geheimnis ausspricht, das verändert Sachen. Verstehst du das? Ich wollte uns nicht kaputt machen. Indem du mich anlügst. Es ging ja nicht nur um mich, es geht ja auch um Olivia. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Ich dachte wirklich, wir können uns alles sagen. Leo, es tut mir leid. Ehrlich. Mir auch. Was bedeutet das jetzt für uns? Dass ich Zeit für mich brauche. Wenn ich... Ich will nicht ohne dich leben. Es gibt jemanden, der mir wichtig ist. Und das ist Elias. Ich hoffe, er taucht nie wieder auf. Was glaubst du, wer gerade ist? Ich versuche nicht so viel an ihn zu denken. Verstehe ich. Ich meine, ich würde Elias eigentlich gerne helfen, aber ich weiß überhaupt nicht wie. An deiner Stelle würde ich einfach nicht in alten Wunden rumstochern. Lenk ihn am besten ab. Es ist passiert. Wir wollen einfach vergessen und nach vorne schauen. Ja, schon, aber sollte nicht. Elias ist gerade wirklich glücklich. Du tust ihm gut, Julia. Wenn ich eins weiß, dann bist du nicht cholerisch. Gewalttätig erst recht nicht, okay? Hey, du bist nicht wie dein Vater.
Das war's. Er wird mir nie verzeihen. Komm, jetzt steiger dich da nicht so rein. Wenn er mit dir Schluss machen wollte, dann hätte er es sofort gemacht. Verdammt. Warum habe ich ihm denn nicht gleich alles erzählt, als wir zusammengekommen sind? Ne, du hättest ihn zum Mitwisser gemacht und du hast ihn und eure Beziehung damit geschützt. Ich habe uns geschützt, dich und mich. Okay. Das war nicht rücksichtsvoll, das war feige, Olivia. Elias, ich verstehe, dass du sauer bist, ja? Aber vergiss nicht, dass wir damals gemeinsam entschieden haben, dass wir es niemandem erzählen werden. Ja, sorry. Ich weiß ja, dass es dich auch belastet. Gib ihm Zeit, okay? Ihr beide habt schon Schlimmeres durchgestanden. Wäre Leo mir nie begegnet, dann wäre ihm all dieser Mist nie passiert. Klar, natürlich. Aber auch die schönen Dinge zwischen euch nicht. Ich glaube, so sieht er das nicht. Für ihn bin ich wahrscheinlich einfach nur ein... Hey. Wenn er dich wirklich liebt, ja? Dann wird er es verstehen. Hey. Hey, Leo. Seit wann bist du zurück? Seit heute. Na? Ich habe gehört, was passiert ist. Stimmt es, dass die Polizei glaubt, dass Olivia und Elias Es war Notwehr, okay? Okay. Wie geht's dir damit? Ich verstehe einfach nicht, wie Elias mich so lange anlügen konnte. Bestimmt hat er Angst, dass du ihm nicht glauben würdest. Ja, aber wenn man zusammen ist, kann man auch ehrlich zueinander sein. Ja, aber du weißt, dass das nicht immer so leicht ist. Aber er hat doch gesagt, ich soll mich outen. Er hat von mir den Mut verlangt, den er selbst nie hatte. Ja. Aber du und er, ihr hattet auch noch ein paar andere Baustellen. Ach so, jetzt ist es meine Schuld. Weil er Rücksicht nehmen musste auf mich und meine Karriere. Leo, ich verstehe, dass du wütend bist. Aber sei dir sicher, Elias hat sich das nicht leicht gemacht. Aber das heißt ja, dass er mir nicht vertraut. Ich meine, was sagt das denn über unsere Beziehung? Ich denke, er wollte seine Zeit mit dir so lange genießen, wie es geht. Weil er wusste, dass die Wahrheit alles kaputt machen könnte. Es ist kaum vorstellbar, was Elias und Olivia jetzt durchmachen müssen. Also wenn Sie noch einmal von den Gästen auf die Jacobis angesprochen werden, verhalten Sie sich einfach professionell. Solange die Polizei hier ermittelt, dürfen wir uns auch gar nicht dazu äußern. Und sagen Sie das bitte auch den Kollegen, ja? Machen wir. Gut, danke. Herr Jacobi? Was denken Sie sich eigentlich? Bitte? Ja, Sie können doch nicht einfach hier so rumlaufen vor den Gästen. Ich will doch einfach nur auf mein Zimmer. Dann benutzen Sie den Personaleingang. Falls es Ihnen entgangen sein sollte, gegen Sie laufen polizeiliche Ermittlungen. Nein, das ist mir natürlich nicht entgangen. Ich briefe das Personal, damit wir diesen Vorfall möglichst diskret behandeln. Und Sie laufen hier rum, als könnten Sie kein Wässerchen trüben. Ich kann mich ja schlecht unsichtbar machen, Jetzt oder? mal nicht frech werden, ja? Es ist mehr als kulant, dass Sie hier weiter wohnen dürfen. Aber ich kann Sie auch jederzeit auf die Straße setzen. Das reicht. Wie bitte? Sie haben kein Recht, so mit ihm zu reden. Ja, das habe ich. Das hier ist immer noch mein Hotel. Und Ihr Freund schadet dem Ruf des Fürstenhofs. Elias gilt so lange als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das Leo, ist klar. Lass gut sein. Nein! Wenn Sie ihn vorverurteilen und wie einen Kriminellen behandeln, obwohl nichts bewiesen ist, dann fällt das unter Diskriminierung. Das ist Ihnen schon klar, oder? Ist ja rührend, wie Sie sich für Ihren Freund ins Zeug legen.
Ich hoffe, dass es das wert ist. Und jetzt verlassen Sie die Lobby. Und das nächste Mal gehen Sie durch den Personaleingang. War nicht sehr klug, dich mit Christoph Saalfeld anzulegen. Musste einfach sein. Was du vorhin zu Christoph Saalfeld gesagt hast, das Habe ich auch genauso gemeint. Jedes Wort. Das heißt, du glaubst mir, dass das Notwehr war? Ja, das tue ich. Aber du verzeihst mir nicht. Setz dich doch. Bitte. Ich habe mich gefragt, warum du mir so lange nicht die Wahrheit gesagt hast. Ob du mich nicht genug liebst? Doch, ich... Lass mich bitte ausreden, okay? Ich habe mir einfach vorgestellt, was ich gemacht hätte. Ob ich den Mut gehabt hätte, es dir zu sagen. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich meine, es muss ganz schön heftig sein, so ein Geheimnis so lange für sich zu behalten. Ich wäre einfach nur gerne für dich da gewesen. Aber das konntest du nicht, weil ich nicht ehrlich zu dir war. Ja. Aber dann müssen wir ab jetzt immer ehrlich zueinander sein. Egal, was kommt. Wir stehen das zusammen durch, okay? Ich liebe dich. Ich dich auch. Hey. Hey. Alles gut, lasst euch nicht stören. Hey, Vincent. Tut mir leid, dass ich dich mit dem Gestüt hängen lasse. Du lässt mich nicht hängen. Du wurdest freigestellt. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, bin ich wieder bei der Arbeit. Versprochen. Elias und Olivia haben einen guten Anwalt. Der sorgt bestimmt dafür, dass gar keine Anklage erhoben wird. Ich drücke euch die Daumen. Und ich freue mich, dass ihr zwei euch wieder zusammengerauft habt. Wie ist es denn bei Mama und dir? Habt ihr euch ausgesprochen? Noch nicht. Aber machen wir noch. Schön. Okay. Streiten die sich immer noch? Ja. Habt ihr was dagegen, wenn ich euch rausschmeiße? Ich bräuchte sturmfreie Bude für Katja und für mich. Ja klar, kein Problem. Okay. Sind schon auf dem Weg? Danke. Und er will mit dem Podcast durchstarten. Also Arbeit hat der genug. Hey, sorry, hat irgendjemand von euch Erik gesehen? Wieso? Herr Verberg meinte, Erik wollte mir das Leihmountainbike zurückgeben, hat er aber noch nicht und vom Hotel steht's auch nicht. Erik ist mit dem Rad unterwegs. Er macht eine kleine Spritztour jetzt in der Mittagspause. Oh, echt jetzt? Ist das schlimm? Ist das schon wieder vermietet? Nein, aber Herr van Berg meinte, irgendwas stimmt mit der Kette nicht und wenn er recht hat, dann... Würde Erik das nicht merken? Naja, wenn man mit viel Tempo fährt, sollte man ihn schon vorwarnen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt anrufe, ich weiß nicht, ob er auf dem Fahrrad dran geht. Oh, hoffentlich ist meinem Schnuffi nichts passiert.